Mit Empire Eternal könnte uns nach vielen Jahren das Comeback einer der größten RTS-Franchises aller Zeiten bevorstehen, welches zugegebenermaßen nach mittelmäßigen Fortsetzungen heute leider völlig in Vergessenheit geraten ist. Empire Eternal möchte aber jetzt diesen Bogen zu Empire Earth zurückschlagen, weswegen ich euch in diesem Video alle bekannten Details zusammengefasst habe. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert. Hier gibt es aktuell wieder Going Medieval für 9 € zuzüglich Mehrwertsteuer im Angebot, zu dem ich auch noch unbedingt ein Video machen muss. In Going Medieval baut ihr im Mittelalter eine Festung mit Dorf und müsst unter anderem die Pest besiegen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr zusätzlich diesen Kanal hier sehr. Vielen Dank. Es war Anfang der 2000er Jahre, genauer gesagt 2001, als das frisch gegründete Stainless Steel Studio mit ihrem Erstlingswerk eine Granate an RTS-Spiel ablieferte, welche frappierend an Age of Empires erinnerte, aber mit viel mehr Inhalt gerade recht an die Wand spielte. With all my heart, how may I serve? Die Ähnlichkeit zu Age of Empires kam auch daher, da der Studiogründer Rick Goodman bereits vorher ebenfalls unter anderem mit seinem Bruder die heute zu Microsoft gehörenden Assemble Studios mitgründete und auch selbst am ersten Age of Empires mitwirkte. Empire Earth 1 war ein voller Erfolg und konnte sich allein im Dachraum über 200.000 Mal verkaufen, wohingegen die weltweiten Verkaufszahlen dem Vernehmen nach über 1 Million lagen. Damit lag man natürlich, der Vollständigkeit halber und damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, trotzdem weit hinter dem mittlerweile verfügbaren Age 2 und sah da im direkten Duell auch nie ernsthaft Land. Während Publisher Sierra Entertainment Maddox Software mit einem Add-on beauftragten und diese dann schlussendlich die Serie mit Teil 2 und vor allem dem wirklich miesen Teil 3 in den Sand setzen ließen, arbeiten die Stainless Steel Studios an den viel besseren inoffiziellen Nachfolgern Empires Dawn of the Modern World und Rise and Fall Civilization at War, an welchem sie schlussendlich bankrott ging. We're under attack! We're under attack! Die hochspannende und traurige Geschichte von Empire Earth ist aber Stoff für ein eigenes Video. Schreibt mir also gerne mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Heute soll es um das Comeback in Form von Empire Eternal gehen. Empire Eternal entsteht soweit nachvollziehbar in Spanien bei Epo Games. Epo Games geht dabei offensichtlich aus einer Modding-Gruppe hervor, die vorher Mods für Empire Earth 1 entwickelt hat und deren letztes Projekt deutlich nach oben eskaliert ist. Apropos Mods für Empire Earth und damit ich das auch in diesem Video untergebracht habe. Den ersten und besten Teil der Serie könnt ihr heute noch problemlos im Singleplayer sowie auch im Multiplayer spielen. Auch wenn Wikipedia und Co. etwas völlig anderes behaupten. What the fuck? Wir haben das sogar erst im November auf der 3. Zocker Lounge LAN Party problemlos mit über 10 Spielern gespielt. Möglich gemacht wurde das von der Community, die den Titel fortlaufend verfügbar halten und ständig mit neuen Updates versorgen. So könnt ihr euch das Spiel einfach über deren Seite herunterladen und spielen. Aber Achtung! Auch wenn es ohne funktioniert, müsst ihr eine Originalkopie des Spiels zumindest irgendwo auf dem Dachboden rumliegen haben, damit ihr rechtlich sauber seid und so. Während Empire Eternal unbemerkt so schon einige Jahre in Entwicklung ist, wurde der Titel im Zuge der Publisher-Übernahme durch die Indie-Experten von Micropose Ende September durch die internationale Presse gespült. Im fertigen Spiel sollt ihr euch dann durch ganze 20 Zeitalter der Menschheit arbeiten dürfen und eure Gegner im Idealfall mit überlegener Technologie überflügeln. Zum Vergleich, Empire Earth hatte mit Add-on 15 Zeitalter. Bereits jetzt könnt ihr auf deren YouTube-Kanal Alpha-Footage der Steinzeit, der Kupferzeit wie auch der Renaissance begutachten. Wer noch mehr Vorab-Gameplay sehen möchte, kann die Devs via Patreon unterstützen und dadurch weitere Inhalte freischalten. Im Spiel werdet ihr euch über Essen, Holz und Kupfer in den späteren Zeitaltern auch mit den Ressourcen Gold, Eisen und dann sogar Petroleum und Uran auseinandersetzen dürfen. Jeder der 20 Zeitalter soll in einer fiktiven Kampagnenmission behandelt werden, wie es auch schon das große Vorbild handhabte. Klassischer Multiplayer mit Skirmish-Matches gegen die KI oder simplen PvP ist ebenfalls bereits angekündigt.
Wer es noch nicht kennt, ihr beginnt im Prinzip nach dem Age of Empires Prinzip mit einem simplen RTS, welches aber mit jedem Stufenaufstieg deutlich komplexer wird und mich in der Theorie Atombomben auf Steinzeitmenschen abwerfen lässt, was also in jeder Partie auch irgendwie einen spannenden Wettlauf durch die Weltgeschichte erfordert. Im ersten Entwickler-Update wurde nun die Seefahrt genauer beleuchtet. Diese soll weit über bekannte simple ATS-Seegefechte hinausgehen und demonstriert den angestrebten Detailgrad bzw. die taktische Tiefe des Spiels. Denn im Gegensatz zu vergleichbaren Spielen macht es hier in den frühen Epochen einen Unterschied, mit welchen Militäreinheiten ihr eure Schiffe beladet. So können beispielsweise eingeladene Bogenschützen auf gegnerische Schiffe mit ihrem Bogen schießen, wohingegen das leere Boot quasi ohne Verteidigung klarkommen muss. Hingegen kann ein mit Schwertkämpfern beladenes Schiff zum Entern ansetzen und dieses dann im Idealfall kapern. Wiederum ist die Kavallerie auf dem Wasser völlig nutzlos und muss deshalb auf dem Seeweg beschützt werden. In späteren Epochen sollen Schiffe dann mehr Kanonen gleichzeitig abschießen können, je nachdem wie viele Besatzungsmitglieder an Bord sind. Was dann ab einem gewissen Punkt sogar in einem großen Flugzeugträger mit zig Kampfjets eskalieren kann, die aber wiederum Treibstoff benötigen, der vorher in den Flugzeugträger geladen werden muss. Empire Eternal hat noch keinen Release-Termin und wird wohl auch noch eine Weile auf sich warten lassen. Ihr könnt das Spiel aber schon jetzt auf eure Steam-Wishlist setzen und den Devs so euer Interesse signalisieren. Ich hänge mich jedenfalls dran und werde wieder berichten, sobald neue Infos mit uns geteilt werden. Wer möchte, darf also gerne ein Abo dalassen, damit euch diese News dann auch erreichen kann. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr.